Ich möchte jetzt also mehr in das Thema selber hineinkommen. Die erste Stunde wird was viel mit Daten, Topographie zeigen, wo es sich eigentlich, wo es spielt, was es ist. Ich möchte jetzt bei der Rückkehr, dort wo also die Naomi mit der Ruth allein zurückkehrt. Wir müssten uns auch überlegen, was das bedeutet, dass jemand aus Moab, aus diesem, wenn man sagen kann, Bösen fast, dieses, sagen wir, sehr eingeschränkte, kleinliche, wie Lot sich mit seinen Töchtern verbindet, dass man keinen Durchbruch erleben kann, dass gerade von dort her jemand kommt, der den Durchbruch auf eine von keinem erwartete Seite das doch tut. Man kann sogar sagen, Gott ist überrascht, wenn ein Mensch durchbricht. Sein ganzer Schöpfungsplan ist so, dass der Mensch frei ist. Er kann lieben oder nicht lieben. Er ist aber frei, auch zum Hassen. Zum Dummen ist er da, zum Bösen ist er da. Und man hofft dann, dass dieser Kampf zwischen Gut und Böse irgendwie mal gut ausgeht. Es ist niemals diese Sicherheit da, dass es für einen Mechanismus gut ausgehen muss. Man spürt, man ist selber engagiert, man muss mitmachen. Wenn man nicht mitmacht, dann geschieht einfach nichts. Es muss so sein, dass man selber dabei ist. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Und man sieht wieder, es ist jemand da, von der Seite, wo man niemals erwartet hätte, aus Moab, Töchter dieses fetten Königs Eglon. Fett bedeutet, das Leben gefällt ihm in diesem kleinen Kreis, den er kennt, der schließt, gefällt ihm sehr. Eglon hat in der Sprache nach der Name des Königs von Moab, von Egel auch, Igul, das ist ein Kalb und auch ein Kreis, ein kleiner Kreis. Er ist dick geworden, weil es alles stimmt. Er fühlt sich sehr wohl. Weil Moab das gerade hat, es stimmt, es schließt. Und doch bricht jemand von dort durch. Man könnte sich auch denken, ein Mensch, der krank ist, wo kein Ausweg mehr ist, dass er selber durchbricht. Nicht ein anderer für ihn, sondern er selber. Ruth ist sie selber, keiner tut's für sie. Sie wird abgeraten sogar. Die Naomi, die Schwiegermutter, sagt, bleib doch dort, dort gehörst du hin, fühlst dich wohl, jedes hat seinen Ort bekommen in der Schöpfung, bleib dort. Diese Möglichkeit, dass der Mensch das tatsächlich tun kann, den Tod überwinden, eine Katastrophe überwinden und sagen, ich stehe doch da, was auch geschah, ich bin da. So kommen diese beiden, Naomi und Ruth, kommen nach Bethlehem und alles staunt, dass sie wieder da sind. Und sie sagt dann diese Worte, die Naomi, nenne mich nicht die Angenehme, der es wohl geht, wie der Name Naomi das doch beinhaltet, nennt mich Mara, wie sie dort sagt, die Bittere. Das Bittere bedeutet ein Leben, das irdisch tatsächlich nicht stimmt. Dass man sagen muss, es ist alles Pech und Böses, Mara. Aber doch, weil es so ist, zeigt sich eine merkwürdige Eigenschaft im Menschen, dass dieses Bittere zum Süßen bringen kann.
indem er die Beziehung, wie man sagen kann, zum Ewigen, zum Heiligen erfährt. Dass er bei sich selber spürt, ich bin, wenn ich so weitergehe hier, ist nichts das Leben. Es ist bitter. Und da spürt man das Großartige, ich bin nicht nur dieses hier, ich bin etwas anderes auch. Ich bin eine Dualität, eine Zweiheit. Die eine Seite mag bitter sein, wie das Bewusste, wenn man nur das Bewusste lebt, immer bitter sein muss, wie ich schon beschrieb, das Ende, mal kommt ein Ende, wozu habe ich all das getan, man vergisst mich, es ist alt, neue Generationen sind da, wozu bin ich da? Wie viele Leute einfach schon untergehen, sterben, weil sie sich alt fühlen und es ist alles vorbei. Wie man das weiß, dass viele Leute im Pensionsalter, da denken sie, es ist alles, meine Karriere ist abgeschlossen, eine schöne Brief, eine Urkunde bekommen und dann bin ich zurückgezogen. Ihr ganzes Leben war nur ein Ziel hier im Irdischen. Anders gab es nicht. Aber wenn der Mensch das entdeckt, während seines Lebens, gerade durch das Bittere, dass sie sagt, wenn das die eine Seite so tief sinkt, muss die andere Seite, wie das Bild immer wieder gegeben wird, muss die andere Seite unermesslich hochsteigen. Man sagt oft, eine Krise, krank sein, Krise im Leben, eine Lebenskrise, bringt oft auf einmal die Sicht, den Durchbruch, die andere Seite doch. Es ist etwas anderes mit mir auch noch da. Man entdeckt es selber und spürt von dort her, vom Heiligen her, ist alles anders. Und so sagte Naomi, ich bin die Bittere, aber sie spürt bei sich die Anwesenheit der Ruth, diese Schwiegertochter, die mit ihr dabei ist und spürt von dort her, sie sieht weiter. Ruth ist für Naomi dasjenige, was weitergeht. Nun kommt die Geschichte erzählt, die Naomi sagt, mit Ruth das Gespräch, sie geht Ähren einsammeln. Dort, wo die Ernte stattfindet, bleibt, wenn man das Getreide schneidet und die Knechte gehen dann hinterher und sammeln es ein, dann bleibt immer etwas noch liegen. Und das, was liegen bleibt, das wird dann, wie es heißt, für die Armen und Witwen und Waisen sozusagen gegeben. Die Armen können dort hinterhergehen und das einsammeln. Wenn wir das Bild so sehen und es gleich irdisch sehen, da sagen wir, ach, die armen Leute, was sie schon zusammensammeln, wenn man weiß, für ein ganzes Brot, wie viel Getreide man schon braucht für ein Brot. Und dann muss das alles gesammelt werden. Da versteht man das Bild also nicht. Und ich weiß, dass immer wieder dieser Rückfall da ist. Man zeichnet so eine Ernte, malt es, und mit der Ernte wird dann eingesammelt und die Armen kommen hinterher, gebückt, geduckt, haben Angst, die Knechte können sie verjagen. Deshalb möchte ich jetzt erstmal das Bild der Ernte sehen, wie ein Feld, das geerntet wird, in unserem Leben entsprechend auch da ist. Denn wer erntet heute in dem mechanisierten Zeitalter, der erntet, der geht hinterher und sammelt Ähren ein. Da sagt man, das war damals so. Vielleicht ist es noch mehr, dass es jetzt auch so ist, aber weil wir nur schauen und starren auf das, was hier bei der Ernte geschieht, vergessen wir, was das für uns bedeutet. Denn was sind diese kleine Ähren, die zurückgelassen sind, die gefallen sind, wo man sagt, bei der Beschreibung einer Ernte, ihr sollt das Feld so abernten, dass nichts mehr da ist, lasset etwas zurück.
nicht mit Absicht kann man sagen, ihr sollt nicht zurückschauen, was liegen bleibt, soll liegen bleiben, das werden andere schon aufheben. Und das ist das Bild in unserem Leben, wo wir spüren, wir leben eigentlich. Wenn wir uns mal sehen, wie eine Witwe, das bedeutet, es ist nur Umhüllung da, Kern ist nicht da. Eine Frau ist das Erscheinende, das Weibliche, eine Frau selber als Mensch hat beides, Erscheinendes und das Verborgene, das Innere. Das Weibliche ist das Erscheinende, das Männliche ist das Innere, der Kern, wodurch das Erscheinende Leben hat und Frucht bekommt. Wenn aber eine Witwe ist, bedeutet es, es ist kein Kern da. Die Witwe muss den Kern suchen. Sie hat ihn nicht. Sie hat Hunger deshalb. Wir denken bei Witwen manchmal an ganz reiche, steinreiche Witwen, die dann in Altersheimen dann sehr gepflegt werden, für die Erbschaft und so weiter. Aber eine Witwe ist im Prinzip Erscheinendes, das keinen Kern hat. Arm deshalb, hungrig nach einem Sinn im Leben. Viele Leute im Leben sind Witwen, Männer oder Frauen. Die Waisen keine Eltern haben, bedeutet, ich kenne nicht meine Herkunft, woher bin ich? Mich erschienen, nachdem die Affen und Primaten dann waren, da kam der Mensch, vor Millionen Jahren schon kam ein Mensch und das entwickelte sich weiter. Man spürt, das ist doch nicht der Mensch. Er spürt, die Herkunft ist mir unbekannt. Wo komme ich her? Man sagt von da oder dort, wo komme ich aber her? Das sind die Weisen. Und dann die Armen überhaupt, die Hunger haben, weil sie im Leben tatsächlich keine Antwort erhalten auf dasjenige, was einen Sinn dem Leben geben kann, einen Sinn geben kann. Und diese drei Gruppen, sind die, welche mitgehen und einsammeln. Nun sagen wir, das, was liegen bleibt, ist gerade das, was wir Zufall nennen würden. Das mitgenommen wird, das können wir verstehen. Aber gerade Zufall, was man nicht schaut, auch noch einsammeln, das geht nicht. Zufall kann man nicht einsammeln. Zufall im Leben, in der Geschichte, ist etwas, das nicht erklärt werden kann. Zufällig, wie die Anekdote sagt, hat Newton den Apfel fallen sehen und dann kam das Gesetz der Schwerkraft. Zufällig kam der Sauerstoff und so weiter. Im Leben zufällig begegnet dich jemand. Wie war das? Versuch nicht zu erklären. Der Zufall sagt, es sind tausende Möglichkeiten gewesen, die eine hat gespielt. Das ist die Ehre, die liegen bleibt und die der Nachkommende aufhebt. Es bedeutet in unserem Leben, dass dort, wo wir durch Theorien, Philosophien ein Bild haben und das spüren, es ist nicht das Bild, das mir etwas sagt. Es ist ein Bild, das hier irdisch schon stimmt. Die Theorie stimmt schön, die Berechnungen stimmen, aber ein Lebenssinn ist mir daraus nicht gekommen. Dann sagt man, dann bedenke in deinem Leben, wie in deinem Leben und in der Welt Zufall entscheidend war. Und Zufall, das Wort auch in der deutschen Sprache, sagte schon, und in den letzten Jahrzehnten spielt man gerne mit diesem Wort, man sagt, es fällt einem zu. Also von einer anderen Dimension kommt es uns zu. Wie ein Einfall, auch es fällt ein, von anderswo. Das sind die Ehren, die gesammelt werden. Nicht dasjenige, das stimmt, das gibt keinen Frieden. Es gibt für einen Moment fettes, gutes Leben,
Aber zu gleicher Zeit, wie wir schon gesehen haben, zu gleicher Zeit sagt man, aber was dann? Es ist alles doch begrenzt, beschränkt, es hat ein Ende, es war mal früher etwas, wo ich nicht dabei war. Und wenn der Mensch achtet auf diese Dinge, Zufall und Einfall, das aus anderen Dimensionen uns kommt, dann erst kann der Mensch neu erwachen. Und Ruth geht dann dort im Feld bei der Ernte dem nach, was Zufall und Einfall heißt. Es bedeutet in Menschen, der Aspekt, den wir mit Ruth zusammenbringen können, und Ruth fängt an, schon, dass sie durchbricht, aber dann auf dem Feld dort ist und gerne hingeht und dort versucht, das zu finden, was als Zufall in die Welt kommt. Die Ernte wird eingeholt. Das ist schon in Ordnung. Aber gerade das wird ihr Lohn. Und so begegnet sie dann diesen, der nachher, diese Geschichte, der wir sie gelesen haben, doch kennen, sie begegnet dem Boas, der nachher ihr Mann wird. Nun kommt dort bei der Ruth-Geschichte schon gleich dort der Begriff des Lösers herbei. Der Goel im Hebräischen. In manchen deutschen Bibelübersetzungen wird das Wort Löser gar nicht benutzt, es wird doch von Erbe gesprochen. Aber das ist auch nicht richtig. Man könnte sagen, man erbt von ihm. Aber es ist Löser. Wie man in den Übersetzungen zum Erbe kam, weiß ich nicht. Aber das Wort im Hebräischen, und oft ist auch gut übersetzt, der Löser, Erlöser, löst von etwas. Etwas ist gebunden, gefangen und wird gelöst. Die Ketten werden gelöst. Die Schnüre wird gelöst. Und jetzt kommt etwas Merkwürdiges in die Geschichte hinein, nämlich die Geschichte des Lösers. Denn der Boas ist ein Verwandter des Elimelech, des Vaters von den beiden Söhnen, Machlon und Chilion, und Ruth ist die Frau des Machlon gewesen, der gestorben ist eine Witwe, kann man sagen. Naomi ist die Witwe von Elimelech, und Boas ist derjenige, der nahesteht, der lösen soll, erlösen soll. Der Nahestehende. Die Frage wäre für uns, was bedeutet der Nahestehende, der löst? Ich möchte den Begriff, wie er beschrieben wird in der Bibel, kurz noch umreißen, um zu erklären, was es bedeutet. Es gilt nämlich das Prinzip im Menschen, dass wenn ein Mann eine Frau hat und er stirbt, dann ist sein Bruder oder der Nächststehende verpflichtet, sagt man, diese Frau zu nehmen, aber auf den Namen des Bruders. Wenn also Kinder kommen, sind die Kinder Kinder des gestorbenen Bruders. Nicht des neuen Mannes, des gestorbenen Bruders. Und so gilt der Begriff dieses Lösers, ist etwas sehr Wichtiges. Denn es bedeutet, ich tue etwas als Löser, nicht für mich, sondern für einen, der nicht mehr da ist. Oder überhaupt nicht da ist. Nicht mehr, wir sagen, er ist nicht da. Eine Frau, die allein geblieben ist, bedeutet, etwas erscheint, eine Erscheinung, Erscheinendes ist da, es hat aber keine Füllung, keine Erfüllung, keinen Sinn. Die ist allein da, die Erscheinung. Das bedeutet für uns, gib eine Erscheinung, die keinen Sinn hat, gib ihr einen Sinn. Will das da sagen, der Sinn, den ich der Erscheinung gebe, kommt jetzt auf meinen Namen?
Nein, du wirst sicher derjenige sein, der Mann. Aber bedenke, es ist etwas da gewesen in der Welt. Menschen, die gesucht haben, etwas zu finden und fanden es nicht. Es sind Momente gewesen im Leben, wo etwas erfüllt werden konnte und wurde nicht erfüllt. Bedenke, dass du, wenn du etwas, einen Sinn findest, für jemanden einen Sinn bist, dass du das bist, nicht für dich allein, du bist schon auch, aber für alles, was vergangen ist, was nie Sinn gefunden hatte, für das. Beziehe, mit anderen Worten, beziehe alles mit hinein, das in der Welt lebt und gelebt hat, das keinen Sinn findet. Will das sagen, dass du dann sagen müsstest, bei dir ein Zwang, jetzt muss ich einen Sinn finden und bedenken, dass all das, was war, nie einen Sinn gefunden hat, ich muss mich jetzt anstrengen. Sie spüren, das wäre ein Zwang und endet sehr schnell schon, sehr bald schon in einer Zwangsneurose auch. Es bedeutet vielmehr dieses. Bedenken wir sprechen von der Heiligen Schrift aus dem Ewigen. Dort im Nichtbewussten wird erzählt, wie es dort stattfindet. Wir im Bewussten lebend, für uns bedeutet das, dass wenn ich einen Sinn finde, dann ist, ohne dass ich eine Anstrengung mache, ist nach dem Prinzip der Schöpfung, ist der Sinn für all das andere, das es nicht gefunden hat oder jetzt nicht findet, zu gleicher Zeit da. Was ich tue, tue ich nicht nur für mich, den Kreis im Bewussten, den ich übersehen kann, ich tue das für all das, was niemals eine Erfüllung gehabt hat, aber ich kann nicht gezielt sagen, ich tue das jetzt für den oder den. Das wäre Heuchelei, Hochmut, Einbildung. Ich tue es für mich, aber ich weiß, indem für mich die Freude kommt, ist die Freude in der Welt da. Eine Witwe, die also erlöst wird, eine Erscheinung, die einen Sinn erhält, ist ein Geschehen, das für die ganze Welt da ist. Und gerade weil ich es nicht sehe, kann ich es unbefangen tun. Ohne Gefühle, jetzt bekomme ich Dank nachher, weil ich das doch getan habe für den. Die Kinder werden mir danken, einen Brief schreiben und solche Dinge. Dass also hier mitgeteilt wird, der Gedanke des Lösers, des Erlösers, ist der Gedanke, dass indem er da ist, für alle da ist. Für alle Zeiten, die nie erlöst waren, geschieht das. Und die Menschen, jeden Moment, wo ich einen Sinn finde, finde ich ihn für alle anderen auch, die keinen haben. Und umgekehrt, wenn andere einen finden, werde ich auch beschenkt, weil die ihn gefunden haben, wird bei mir das auch geschehen. Das sind die Verbindungen, welche im Nichtbewussten sind, wovon wir nichts wissen. Heute ist das Nichtbewusste, das Unbewusste und alle Arten, wie man da das formulieren kann, ist ein neues Gebiet. Und wir sind noch sehr nah beim Anfang. Wenn wir aber diese Geschichten aus dem Heiligen, aus dem Ewigen erfahren, sehen wir, dass das Gebiet des Nichtbewussten viel mehr enthält. Nicht nur, wie es Mode ist, immer von Oedipus zu sprechen, als Komplex aus der griechischen Mythologie. Wir sagen, im Nichtbewussten des Menschen lebt der ganze Komplex der Bibel und alle Geschichten. Dort lebt das. Und wie habe ich dorthin Beziehung? Wie finde ich den Weg dorthin? Ich finde ihn, indem ich hier einfach Gutes tue, ohne zu verlangen, dass ich den Zwang habe, eine Antwort zu haben. Ich tue das aus mir selber. Je mehr das bei mir einen Sinn hat, das zu tun, desto mehr lebt es bei mir im Nichtbewussten, kann man sagen, in der hellen, in der guten Seite. Wenn ich hier fortwährend Freude habe
andere zu quälen, zu sagen, das geht nicht. Nein, nein, das geht nicht, das geht auch nicht. Wir haben noch so lange zu leben, geht nicht, wir können nichts. Wenn ich daran Freude habe, das zu tun und Leute zu erschrecken, zu beeindrucken in dieser Art, dann ist die dunkle Seite nicht bewusst da. Dann meldet die sich fort, da wird das unser Führer, unser Lenker von dort her. Das ist der Gedanke des Lösens, des Erlösens also auch. Und der Erlöser, der Messias als Zentral, der Erlöser bedeutet auch, es gibt ihn dort und weil es ihn dort gibt, ist es hier immer noch da. Aber nur, wenn man Beziehung zu dem hat. Beziehung zu dem bedeutet, ich glaube auch an Zufall. Ich glaube, dass wir sagen, eine Möglichkeit, dass wenn man sagt, das ist unheilbar, dass es doch geheilt wird. Ich glaube daran. Ich kann das tun, indem ich dorthin suche und dorthin oder selber glaube, das ist egal. Dass man glaubt an Zufall, wenn das Gesetz sagt, es geht nicht anders als so, das sage ich, der König aber gibt Gnade. Gnade ist ein Durchbrechen des Gesetzes. Gnade bedeutet, verdient hast du es nicht nach Gesetz, aber ich gebe dir die Gnade. Der König, dasjenige, was in Menschen, deutsche Sprache, das Können auch in sich trägt, dasjenige in Menschen, das im Verborgenen im Menschen lebt, aber vom Verborgenen her den Menschen lenkt. Wenn der König bei mir lebt, ist die Möglichkeit da, dass Gnade kommt. Nun bedenken wir den Anfang dieses Buches Ruth, diese 4 Kapitel von Ruth, wo es geschrieben wird, es war in der Zeit, wo die Richter gerichtet wurden. Man kann es übersetzen, wo sie richteten. Aber wir übersetzen, wo die Richter gerichtet wurden. Ein Richter ist, kann man sagen, die Stufe vor dem König. Der Richter kann nur sagen, ja oder nein. Wenn die Indizien sagen, ja ist ja, die Nein sagen, nein. Überzeugung, Beweise kann man berechnen. Ein König aber ist etwas anderes. Wir spüren schon bei der Ruth, sie wird die Stammmutter des Königs und der Könige überhaupt. Wir spüren, hier ist etwas Neues da. Die Richter können nur, wissenschaftlich kann man sagen, mathematisch die Gleichung, links und rechts das Gleiche sein, die Waage des Richters. Man muss die Waage halten. Blind ist das, darf ich schauen, die Waage. Aber der König ist, da gibt es Gnade. Gott als König, wie Gott auch angesprochen wird, ist der Gnädige, der Gnadenschenkende. Warum? Erstens mal kann man sagen, weil das Gesetz doch nur in fließender Zeit sich manifestiert und man niemals die ganze Zeit sein ganzes Leben übersehen kann. Aber vor allem wird gesagt, der König übt Gnade, weil er den Begriff der Liebe kennt. Die Richter müssen sozusagen die Liebe ausschalten, um so richten zu können. Wenn man sagen kann, wenn ich eine mathematische Aufgabe lösen muss, dann komme ich mit Liebe nicht viel weiter. Ich muss die Aufgabe lösen. Aber dennoch weiß ich, bei mir gibt es die Frage, kann es nicht so sein, dass ich gar nicht zu lösen brauche, die Aufgabe? Dass sie sich selber löst. Ein anderes sein könnte. Das Gericht, das Gesetz fängt Menschen ein, bringt sie in den Rausch der Gesetzmäßigkeit. Sie glauben, alles durch Gesetz erklären zu können und zu müssen und wissen gar nichts mehr, dass es eine Welt gibt, wo Gesetz gar nicht so wichtig ist. Wo Gesetz schon durch die Liebe kommt schon Gesetz. Es werden schon Gesetzmäßigkeiten sein, wenn du die Liebe kennst, Beziehung suchst, Beziehung kennst. Nun ist der Boas derjenige, der der Löser ist für die Ruth oder Naomi, der Nächste. Das Nächste bedeutet bei uns
wir sollen es bei uns nicht weit suchen. Ich zitiere oft, wenn ich erzähle, dieses, was der Paulus im Römerbrief im 7. Kapitel sagt und was im 5. Buch Mose auch steht, nämlich, such es nicht weit weg, dass du sagst, wer wird in den Himmel steigen, es uns runterzubringen? Und wer wird jenseits der Meere fahren, um es uns zu bringen? Nein, in deinem Herzen, in deinem Mund. Der Nächste, das bist du selber und dein Leben. Such das Leben der Hottentotten oder sonst wo weit weg, kann interessant sein, aber die Lösung ist bei dir da, in deinem Leben, in deiner Umgebung. Brauchst nicht weit zu suchen. Die Ruth geht deshalb auf das Feld dort des Boas. Sie spürt, das ist nah. Das gehört zu meinem Leben. Ich brauche nicht auszubrechen. Ich studiere dieses und jenes, fahre nach Afrika, einen gewissen Stamm zu untersuchen. Das darf man schon tun, aber die Lösung ist nah. Wenn du erlöst bist, dann kannst du überall hinfahren. Aber bedenke, der Sinn des Lebens ist in deiner Umgebung zu finden, nicht weit weg zu suchen. Diese Ernte, das Feld, das da ist, wird auch gesehen als das Feld unser Leben. Die Saat, die dort hineingegeben wird in die Erde, das bedeutet das, was uns im Leben kommt. Ich lese etwas, begegne jemanden, esse, trinke, mache eine Reise, das ist die Saat, die im Leben hineinkommt. Und diese Saat wird ins Dunkle, man kann sagen, ist nicht Bewusste, kommt die Saat hinein und dort im Nichtbewussten, dort keimt es und wächst heran. Und dann kommt die Ernte, dann kommt es hervor, das Feld ist Gold und schön. Dieses Feld ist das Leben, das erscheint. Da wird erzählt, schau, das erscheinende Leben, wie es ist, wartet auf die Ernte. Es möchte nicht faulen, dein Leben, es möchte einen Sinn haben für, wie wir sagen, nachher. Man könnte besser sagen, einen Sinn haben im Ewigen. Denn das Ewige ist vorher und ist jetzt und ist nachher. Die Ewigkeit fängt nicht erst nach dem Leben an, nach dem Tod. Ewigkeit ist immer da. Einen Sinn finden. Wir weinen dann, wenn wir sehen, dass es abgeschnitten wird. Man denkt an das Bild auch und sagt, der Mensch stirbt in der Welt. Das ist die Ernte. Der Mann mit der Sichel, der Tod, wie man sagt. Aber nicht nur das. Das wäre sehr einseitig. Die Ernte findet permanent statt. Es bedeutet, was wir in unserem Leben spüren, es erscheint im Verhalten hier. Die Momente im Leben, im Jetzt, werden auch geerntet. Der Tag gestern ist geerntet worden. Und diese Ernte von gestern und von früheren Zeiten, das alles wird aufbewahrt, wie es genannt wird, in der Scheune, in der Tenne, wie es bei der Ruth auch vorkommt, diese Tenne, diese Scheune, wird aufbewahrt dort. Wozu aufbewahrt? Damit es nachher das Dreschen kommt und dann das Mahlen kommt und das Backen kommt, das Brot kommt. Brot oder Kuchen oder was es gerade ist. Es bedeutet, dass unser Verhalten von uns selber, aber nicht wie wir bewusst hier sind, sondern von der anderen Seite unseres Lebens, unseres Ichs, das echt die Person ist, die wir sind, von dort her wird das eingesammelt und kommt dann ins Haus des Brotes, Bethlehem, kommt dorthin. Also was hier von einer Ernte erzählt wird, bedeutet im Leben auch, beim Verhalten sollst du nicht versuchen, dein ganzes Verhalten zu ordnen und dann zu analysieren
und sagen, das bist du so ein Typ und du bist so ein Typ und so weiter, sondern das wird schon getan, aber entscheidend sind die Zufälle. In der Weltgeschichte, gerade die Zufälle, wenn wir es mal schauen, dann sehen wir, die Zufälle sind so mächtig wichtig, man kann nie beweisen, aber man spürt. Ich erinnere mich, als ich von Tolstoi Krieg und Frieden las, dass doch auch dort vorkommt, dass die wichtige Schlacht bei Borodino in Russland vor Moskau noch von den Franzosen nicht so gewonnen wurde, dass sie gewonnen hieß. Die Russen haben so Widerstand gegeben, dass es also ein Aufenthalt kam. Und warum wurde die Schlacht nicht gewonnen, schreibt Tolstoi, weil Napoleon gerade erkältet war. Und ja, das kann vorkommen. Also dann, er war erkältet, hat also keine Lust gehabt, richtig da sich einzumischen, das ist schon gut genug, jetzt genug, erkältet. Und wie es andere Dinge vorkommen, das neue Buch, das von Uriel Birnbaum herausgekommen ist, die Seltsamkeit der Dinge, kommt auch vor verschiedene Punkte, wo Zufall in der Weltgeschichte so entscheidend war, dass, wer hat das getan? Eine Fahne, die gehisst wurde, das falsch, oder merkwürdige Zufälle, die geschahen. Ein Chauffeur, der anders Pferd fahren sollte, und wie oft sehe ich bei mir selber im Leben, wie viele Zufälle mein Leben bedingt haben. Wenn ich nur ganz gesetzlich schauen würde, ich habe studiert, und dann habe ich das und das erreicht und so weiter, dann, das stimmt nicht. Ich hätte x-mal mehr studieren können und nichts erreichen können, oder anders erreichen können. Das sind alles andere Dinge. Ganz andere Dinge geschehen. Das Wichtige ist bei der Ernte, gerade bei Nacht wird es gesagt, sieh zu, dass das liegen bleibt. Nicht eingesammelt wird in die Theorie hinein, sondern die Theorie soll gerade bewiesen werden durch die Ausnahmen. Die Ausnahmen sind sehr wichtig. Die Ausnahmen, darum geht es. Wir sehen das in der Welt auch, dass statistisch im Leben nichts richtig schließt. Ist immer ein Rest da, der nicht erklärt werden kann. Aber wichtiger ist, wenn wir sehen, vieles ist da. Wenn wir das bei Ruth lesen, eine Geschichte, sagt der Boas, den Jungen, die machen, den Ernte, lasst viel liegen. Ist kein Spaß, dass er sagt, nun ja, dass die Armen das haben. Es bedeutet, wie es auch gedeutet wird, es bedeutet, beweis nicht alles, erklär nicht alles. Du kennst doch nur eine Dimension zum Erklären. Wie viel mehr Möglichkeiten sind da, die du gar nicht einbeziehst? Du schließt aus, um es leichter dir zu machen. Sonst wäre es zu kompliziert. Kein Mensch versteht es mehr. Lass es liegen, erklär nicht alles. Erklär nicht, warum das damals in jenem Jahr war, das nicht damals schon früher war. All diese Vorwürfe mit den Analysen kommend. Lass das sein. Lasst viel Zufall zurückbleiben. Denn Zufall, sagt man, ist gerade auch der große Moment, wo man von Liebe sprechen kann. Durch dieses Liegenlassen auf dem Feld fängt die Ruth an, den Boas gern zu haben. Derjenige, der sagt, lass doch liegen, der sie beschenkt, der mehr gibt, als sie brauchte, gerade nicht einsammelt in die Theorie, dass alles erklärt werden kann, sondern sagt, das kann liegen bleiben, lass das nur sein. Das genügt mir, was ich habe, mehr als genug. Ich weiß, wie viele Leute in der Wissenschaft auch die Zwangsvorstellung haben, alles muss erklärt werden. Also erkältete stand da an der Tür, ich stand offen von dort. Ja, aber nein, waren Viren von derjenige, hat mir gehustet im Gesicht. Du kannst nie erklären, wie es kam. Es sind x Möglichkeiten da. Das weiß das eine gerade vielleicht nicht, man weiß es aber nicht. Lass das liegen. Erklär nicht so viel. So ist das erste Geschehen dort mit der Ruth auf dem Feld des Boas. Der Name Boas, den habe ich schon genannt, aber nicht übersetzt, was er bedeutet. Der Name Boas bedeutet, in ihm ist Kraft. Bo, in ihm, as ist Kraft. Wir wissen, der Boas spielt
dort eine Rolle. Wir wissen auch, wenn wir vom Tempelbau hören, wie es beschrieben wird in dem ersten Buch der Könige, dann wissen wir, es kommen zwei Säulen, auch dort am Tempel. Säulen, eine heißt Jachin und die andere heißt Boas. Jachin ist Recht, wir sagen zusammen, und Boas, in ihm ist Kraft. Der Boas spielt also hier schon eine wichtige Rolle, nicht als Säule, aber dort im Heiligen Ewigen sind Säulen, können sprechen, können lachen, wie Flüsse in den Psalmen in die Hände klatschen können und Bäume das Gleiche tun, singen. Dort ist es anders. Wo Leben klar dasteht, ist das Leben das Ganze. Hier äußert sich das Leben vom Ewigen in Formen. Die Natur ist Ausdruck von der Freude des Ewigen. Dort ist der Baum, da wo ich ihn will, mit allen Düften. Und wenn ich nicht will, ist er nichts anderes da. Ich brauche mich dort zu fixieren. Deshalb ist ein Baum schade. Ich hätte was anderes haben wollen. Wie dieses alte Märchen, nur aus der Jugend kenne ich es noch, von diesen 3 Wünschen, die man dann sich wünschen kann. Und die Wünsche, glaube ich, Würste nicht. Und dann kam es an der Nase, und dann muss der 3. Wunsch dann die Würste von der Nase wegholen. Also, es entweder oder. Kenne ich nicht. Ja, doch. Und dann entweder oder. Im Ewigen gibt es das Spiel, dass alles da ist, alles sein kann. Und das ist das Wichtige, dass man dieses zurücklässt. Also die Ruth fängt an, den Boas zu mögen, spürt, der ist ein guter Mensch. Guter Mensch, in ihm ist Kraft. Die Kraft, sagt man, deshalb ist die Säule am Tempeleingang, die Kraft, dass man in den Tempel hineingehen kann. Wenn man hineingeht in den Tempel, steht die Säule Boas an der rechten Seite. Wenn man hinauskommt aus dem Tempel, steht sie an der linken Seite. Eine Umkehrung findet statt. Zum Hineingehen in den Tempel braucht es diese Kraft an der rechten Seite. Aber Norden, wenn wir hineingehen, rechts, im Hineingehen des Tempels, der Weg des Menschen, von Ost nach West gehend, wie die Sonne, die Zeit sich entwickelt, dann gehen wir von Ost nach West, dann ist rechts Norden. Aber Norden ist das Materielle, das Konkrete, die Kraft. Süden, links, wenn wir hineingehen, ist das Ewige, das Heilige. Beim Zurückgehen aus dem Tempel, wenn wir das vor Gott gestanden haben, dann sehen wir, dass eigentlich das andere Wichtiges rechts steht, Jachin und links Boas. Aber beide haben im Weg hin und zurück ihre Funktion gehabt. Diese Säulen im Tempel, die die Eingangspforte des Tempels markieren und sagen, jetzt gehst du in das Haus, in die Wohnung Gottes hinein. Ruth kommt dann am ersten Tag nach Hause mit, was sie eingesammelt hat, ein Maß, ein Epha, heißt es dort in der hebräischen Maßstäben, ein Hohlmaß, und kommt dann nach Hause und dann geht sie den anderen Tag mit dem Wissen, dass die Naomi sagte, dieser Boas ist der Löser. Löser bedeutet, schau es nah, such nicht weit. Ja, Boas sagt, such kein anderes Feld, bleib auf diesem Feld. Bleib bei dir in deinem Zuhause, wo du herkommst. Dort kannst du genauso die Lösung, Sinn des Lebens finden, als wenn du sagen willst, ich muss erst nach Benares fahren und dort suchen, oder Puna oder irgendwo hin. Du kannst zu Hause genauso das bekommen. Kannst auch hinfahren, aber dein Gebiet, dein Feld ist hier. Das andere ist eine Unruhe, du willst von zu Hause weg. Willst schon zurückkehren, wie der verlorene Sohn, der auch wegging von zu Hause und sehr viel mitgemacht, sehr viel erlebt hat und doch am Ende zurückkehrte. Ruth bleibt also auf dem Feld des Boas und sucht dort diese Ehren, und Boas spürt schon,
diese Frau, mit der ist etwas. Warum spürt er das? Man sagt, weil er in ihrem Namen, Ruth, schon das spürte, sie sieht weit weg in die Geschlechter, sie sieht den Sohn des David. Das kann er nicht bewusst gesagt haben, denn bewusst war der David noch gar nicht da. Dauert doch noch lange Zeit, bis er kommt. Aber im Nichtbewussten weiß der Mensch eine Art Vorschau in sich selber, eine Innenschau, die nicht herauskommen kann. Man sagt, lass die drinnen bleiben. Es gibt im chassidischen Judentum zum Beispiel, dass man den Brauch hat, wenn bei einem etwas, eine Vorhersage dann stimmt, dann sagt man, er soll das sein lassen. Man soll tun, ohne das Gefühl, es stimmt. Ohne das Mechanische, es wird schon so sein, der ist bewährt, das weiß man, es wird schon kommen. Man soll das dämpfen und nicht so schön zeigen lassen hier, es wird schon kommen, aber nicht hier zeigen. Ruth, sagt man, übersieht also die Zeiten und Boas spürt bei ihr, sie übersieht die Zeiten. Ihr Einsammeln der Zufälle und Einfälle bringt ihr das doch. Wenn wir uns gewohnt machen, dass wir uns gewöhnen, dass wir Zufall und Einfall wichtiger nehmen, dann kommt uns auch diese Sicht über die Zeiten hindurch, dass wir sogar den Sohn Davids sehen und spüren, er ist schon da. Und diese Freude kommt dann beim Boas auf gleiche Art. Er spürt, hier, wir gehören irgendwie zusammen. Also aus dem zweiten Tag, als die Ruth wieder hingeht, dann kommt ein sehr wichtiges Geschehen. Das werde ich dann in den 2 nächsten Stunden dann hoffentlich erzählen können, sodass wir die ganze Persönlichkeit Ruth in uns selber herausstellen können. Wer sind wir in dieser Gemeinschaft mit Ruth? Was bedeutet Ruth in unserem Leben? Aber jetzt mache ich dann Pause.